Champion Set plus 0 kostet, sollte der Preis für plus 5 sein. Okay, okay, slow down, buddy. Slow down, buddy. Buddy, 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 buddy. Jetzt verrennen sie sich ein bisschen. Champion Set plus 5 oder beziehungsweise Ultimate Schmuck plus 5 ist schweinegünstig für das, was es eigentlich ist. Erstens mal ist Preis-Leistung ultra trash, also Ultimate Schmuck plus 5 ist scheiße, was Preis-Leistung angeht, ultra schlecht, lohnt sich überhaupt nicht. Und noch dazu kommt, es ist viel weniger wert, als es in der Herstellung kostet. Und das ist zwar normal in Flive, aber je teurer dein Equipment wird, desto schlimmer wird dieses viel weniger wert als in der Herstellung. Also im Schnitt, ohne Doppel-Upgrade-Event, weil so musst du ja im Standard rechnen, weil es ja nur einmal im Jahr stattfindet, wenn überhaupt, brauchst du 100 Oris nur von 4 auf 5. Das sind auf Burodeng Minimum 4 Milliarden. Und dann brauchst du noch 100 X-Pros und dann hast du keine Garantie, dass es wirklich klappt. Aber wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass es klappt, sind es 100. Dann nochmal 100 X-Product, sagen wir 10 Mio each. Kosten eigentlich 130 F-Coin, aber oder sagen wir 12 Mio each. Da bist du nochmal bei 1,2 Milliarden. Und was ist es dann wert? Also ich habe Champion Schmuck plus 5 schon für 7 Milliarden gesehen. Herstellkosten von 4 auf 5. 5,2 Milliarden. Aber was ist Schmuck plus 4 wert? Weil von dem, der ist ja Basis mit drin. Also den hast du ja schon. Schmuck plus 4 kostet standardmäßig 3 Milliarden. Da bist du bei 8,2 Milliarden in der Herstellung. Und Wert, beziehungsweise Sofortkaufwert, also effektiv wahrscheinlich noch weniger wert, wahrscheinlich nur 6,5 oder 6. Achso, stimmt. Nee, letztens hat jemand Marksman Schmuck plus 5 für 6 Milliarden verkauft. Stimmt, ja. Also Sofortkauf zwischen 6 und 7. Also da hast du schon mal einen Instant-Verlust zwischen 1 und 2 Milliarden. Das sind über 100 Euro. Einfach verloren, einfach weg. Die sind einfach weg. Und das ist ja auch nur, wenn du den Average hittest. Wenn du Pech haben solltest, ist der Verlust noch viel schlimmer. Und das alles machst du wegen 1% Crit Damage und 5 STR. Oder 1% magische Kraft und 5 Int. Was sau wenig ist. Also und noch ein bisschen Zusatzschaden, ein bisschen HP. Aber alles in allem sind das Sachen, das ist geisteskrank. Also Schmuck plus 5 Upgrade ist wirklich so ziemlich das, also preis-leistungstechnisch eine der dümmsten Sachen, die man irgendwie machen kann. Also wenn überhaupt, solltest du schon Schmuck plus 4 sagen. Und Schmuck plus 4, finde ich, ist eigentlich auch relativ günstig. Dafür, was es ist. Weil es eigentlich auch nicht so viel besser ist als Schmuck plus 0. Du brauchst eigentlich, Ultimate Schmuck reicht wirklich plus 0. Und plus 0 ist er wirklich günstig. Weil du ein komplettes Schmuckset plus 0 für den Preis von einem Teil plus 4 bekommst. Und das allein zeigt schon, wie schlecht Preis-Leistung auch von Schmuck plus 4 ist. Wenn du ein komplettes cleanes Set bekommst, das deinen kompletten Charakter von Grund auf verändert, kriegst du für 3 Milliarden. Oder du kriegst einen Ring plus 4 für 3 Milliarden. Ganzes Schmuckset oder ein Teil. Was ist da wohl das mit der schlechten Preis-Leistung? Das ist das Teil plus 4. Also, das, Mr. Psy-Menschen, muss ich wirklich mal verteidigen. Ist ausnahmsweise echt günstig und voll fair. Schmuck plus 0. Sir, Sir, Sir. Da verteidigt man einen Scheiß. Da muss ich dir wirklich heftig widersprechen. Was ein Scheiß ist, ist, dass ein Hernes-Stick 5 Milliarden kostet. Das sind mehrere 100 Euro für eine cleane Waffe, die komplett scheiße ist. Die hat keine Gems, die hat keine Sockel, die hat keine Rerolls, die hat keine guten Ultimate Bonus-Stats, die hat einfach gar nichts und kostet einfach mehrere 100 Euro clean. Das ist scheiße. Und das ist ein Scam. Ultimate-Schmuck bringt dir arsch viel, vor allem ein komplettes Schmuckset, und kostet zum Beispiel weniger als eine cleane Waffe, und zwar viel weniger bei manchen Waffen, und bringt dir viel mehr. So, was sind doch spielergemachte Probleme und nicht vom Game? Sind auch Spieler gibt. Naja, jein. Also das mit den Waffen ja, das mit dem Schmuck nicht. Ich probiere nur Psy-Menschen zu erklären. Also ich meine, er weiß es ja eigentlich. Aber Ultimate Schmuck hat ein insane gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Beste im ganzen Spiel wahrscheinlich. Also wenn du irgendwas Trash-Talk bist,
dann alles außer Ultimate-Schmuck. Cleaner Ultimate-Schmuck ist wirklich absoluter Gamechanger. Bevor es Ultimate-Schmuck gab, hast du 3 Milliarden ausgegeben und dann hattest du ein fucking Interleap plus 19, ein plus 17 und 2 Demois plus 16 und hast auch 3 Milliarden ausgegeben und der Schmuck war einfach komplette Hundescheiße. Und jetzt gibst du das gleiche aus und der Schmuck ist 10-mal besser. Und kriegst sogar noch einen fetten Set-Effekt dazu. Mit Cast-Time, ATK und Crit-Rate. Was einfach nur geisteskrank ist. Also Ultimate-Schmuck ist das Beste, was jemals passieren konnte für vor allem Free-to-Play-Spieler, weil sie sich jetzt ultra geilen Schmuck holen können, den sie sich vorher niemals hätten leisten können. Beziehungsweise vorher hättest du dir kompletten Schmuck plus 20 holen müssen, was viel schlechter gewesen wäre als Ultimate-Schmuck plus 0 oder ein Ultimate-Schmuck-Set plus 0 oder deutlich schlechter und es wäre wesentlich teurer gewesen. Und das ist ein Fakt.